Hallo meine Lieben, ich weiß nicht, wie es bei euch im Moment gerade so aussieht, aber bei mir ist draußen echt grau in grau und es regnet und es ist auch so die Zeit, wo man gerne auch mal wieder ein bisschen zu Hause sitzt und zeichnet, ne? Und passend dazu hat Procreate am Montag einen Update gelauncht und zwar ist es das Update 5X. Und da kommen echt viele super coole neue Funktionen mit. Die Updates sind wie immer gratis, wenn ihr die App schon habt. Wenn ihr die nicht habt und ein iPad habt, das kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Für mich ist, was das digitale Zeichnen anbelangt, nebst natürlich Wacom, aber wenn man nur auf dem iPad zeichnen will, finde ich diese App echt absolut großartig. Ich habe mir die letzten paar Tage so ein bisschen Zeit genommen, um mich da auch ein bisschen einzufuchsen und die neuen Funktionen auszuprobieren, damit ich euch dann wirklich eine gute Übersicht geben kann, weil es hat teilweise ein bisschen Tücken, also ich bin teilweise so ein bisschen an meine Grenzen gekommen und dachte mir so, das kann nicht sein, dass ich als Wirtschaftsinformatiker das nicht hinkriege. Aber wenn man es dann mal weiß, dann ist es eigentlich ganz einfach und das Ganze erspare ich euch und werde euch heute einfach mal zeigen, wie ihr die neuen Funktionen anwenden könnt und eben die Übersicht, was da alles mitkommt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Wie gesagt, heute geht es um den Procreate 5X Update und da schon sehr viele Änderungen drin sind, werde ich euch kurz einen kleinen Überblick geben. Bevor ich euch aber zeige, was der Inhalt ist von diesem Update, kurz noch zwei Hinweise. A, ich arbeite auf dem iPad Pro, das 12,9 Zoll, die dritte Generation und auch mit einem Apple Stift. Und damit ihr effektiv von allen Funktionen profitieren könnt, die das Update mit sich bringt, solltet ihr auf jeden Fall auf die iOS 14er Version updaten und dann habt ihr effektiv alle Funktionen zur Verfügung. Das zweite, was ich euch sagen wollte als Tipp, ist, dass es gut wäre, wenn ihr euch effektiv ein Backup erstellt, bevor ihr den Update macht. Aber selbst wenn ihr schon gemacht habt, ab und zu so ein Backup zu machen, ist keine schlechte Idee. Mit dem iPad, was ich habe, ist es eigentlich ganz einfach. Ich habe hier mit dem Splitscreen einfach meinen Backup-Ordner hier drüben hingemacht und da habe ich einfach einen Ordner erstellt, Procreate Backup und dann die Dateien ganz einfach mit Drag and Drop rübergezogen. Das könnt ihr einzeln machen, aber ihr könnt auch, wenn ihr euch so organisiert habt, ganze Stapel in einen Ordner reinziehen. Was ihr da beachten müsst, wenn ihr irgendwo Timelapse-Videos drin habt, wo ihr aufgezeichnet habt, wie ihr etwas zeichnet, wenn ihr das mit Drag and Drop macht, dann gehen die euch verloren. Die müsstet ihr effektiv hier über auswählen, dann eins nehmen, bereitstellen und dann sagen Procreate-Format. Was ich euch zudem empfehle, und ihr seht hier, ich habe die ganzen Brushes auch ein Backup gemacht und da könnt ihr ganz einfach auf die Pinsel drauf gehen, auf einen tippen, den so ein bisschen verschieben, bis ihr hier ein Plus kriegt und dann könnt ihr hier ganz viele von den Pinseln, einfach alle, die ihr quasi rüber moven wollt, könnt ihr dann ins Backup rüberschieben. Ich mache das jetzt nicht bei mir, weil ich habe das eben schon gemacht, aber so könntet ihr die Pinsel ein Backup erstellen davon. Dasselbe gilt für die Farbpaletten. Auch da könnt ihr einfach drauf gehen, das ein bisschen verschieben und dann mehrere auswählen und die quasi rüber moven. Auch das mache ich nicht, weil ich habe es schon gemacht. Das hier der Tipp zum Backup. Das hier wird der Inhalt von meinem heutigen Video sein. Das heißt, wir haben Änderungen bei der Farbauswahl, Drag and Drop, die Farbpaletten, die Farbfüllung, dann Text hinzufügen und bearbeiten. Da habe ich euch auch einen super Tipp zum Scribbeln. Dann das Quick-Menü, da gab es eine Änderung, Kopieren, Einfügen-Menü, da gab es eine Änderung, das Transformieren. Dann gibt es einen Nassmix-Pinsel, wo es eine Änderung gibt. Dann haben wir bei den
Anpassungen und das ist effektiv der große Teil. Also das sind die größten Veränderungen meines Erachtens. Dann noch ein kleiner Hinweis zu den Animation-Videos, wie ihr die mit einem transparenten Background exportieren könnt und dann auch noch das Referenzfenster, was auch eine super tolle Neuigkeit ist. Aber fangen wir mal zuerst mit dem ersten an. Bei der Farbauswahl war es ja immer so, dass selbst wenn ihr eine Palette hattet, dann musstet ihr ja zuerst hier die Farbe ändern, dass der Punkt hier oben eine andere Farbe hat und das dann Drag and Drop runterziehen oder auf das Element ziehen, was ihr einfärben wollt. Neu ist es so, dass ihr effektiv aus der Palette hinaus, was nehmen wir da, nehmen wir grau, kann ich das Drag and Drop machen. Das heißt, egal aus welcher Palette ihr das nehmt, aber ihr könnt neu effektiv das Bild so einfach neu einfärben. Zudem gibt es bei den Paletten eine Änderung und zwar war das vorher so, wenn ihr hier aufs Plus gedrückt habt, dann hattet ihr nur einen Menüpunkt zur Auswahl, nämlich einfach eine neue Palette erstellen und da hat sich das Menü geändert. Das heißt, ich habe eine neue Palette erstellen, ich kann neu von Kamera, ich kann neu aus Datei und neu aus Foto. Wenn ich hier jetzt neu aus Kamera auswähle und kurz bei der Kamera etwas hinlege, dann seht ihr, erstellt der eine Farbpalette aus dem Element, was hier drunter liegt. Und ich kann hier auswählen über Visuell oder Index. Index sind halt einfach dann nur die 256 Farben, aber das Visuelle, da habt ihr schon eine sehr große Palette. Und ihr seht, das hat es euch hier einfach reingegeben und das könnt ihr dann umbenennen und verwenden. Dasselbe eben auch Fotos, da könnt ihr einfach ein Foto aus eurer Fotogalerie nehmen und dann überträgt ihr das in eine Palette oder aus Datei. Das heißt, wenn ihr irgendwo zum Beispiel in Adobe Photoshop oder Illustrator schon eine Palette erstellt habt, könnt ihr die so integrieren. Das ist das zu der Farbpalette. Kommen wir zum Thema Auswahlmenü. Vorher sah das so aus, wenn ich jetzt auf dieses Select drauf gehe, da seht ihr jetzt den Unterschied, das Hinzufügen, Entfernen, Umkehren, Kopieren, Einfügen, weiche Kanten, Sichern und Laden und das Löschen ist immer noch gleich. Was neu ist, ist die Farbfüllung. Auch hier der obere Bereich ist gleich wie vorher. Und die Farbfüllung gucken wir uns jetzt kurz an. Was ich hier jeweils mache, ist, dass ich auf der Ebene, auf der ich arbeite, da lege ich eine Alpha-Sperre drauf, dass ich nur den Bereich einfärbe, den ich hier habe. Und eben jetzt gehe ich über Select und sage Farbfüllung. Das muss aktiviert sein. Da nehme ich jetzt zum Beispiel die Ellipse und kann hier jetzt einfach so eine Ellipse zeichnen. Und jetzt wird hier die Farbe gefüllt, die hier oben aktiv ist. Die kann ich auch ändern. Und dann wird diese Farbe hier auch angepasst. Und so kann ich quasi ein Element ganz einfach, je nachdem wie ich das haben will, entweder eben mit Ellipsen, ich kann Rechtecke machen oder ich kann Freihand machen. Und so könnt ihr wunderbar ein Element quasi neu einfärben. Im Moment seht ihr, die sind alle noch aktiv. Solange sie aktiv sind, kann ich hier effektiv auch die Farben ändern. Wenn ich aus dem Menü raus bin, dann ist es dann so, wie es jetzt eben aussieht. Dieses Einfärben ersetzt auch so ein bisschen eine Funktion, die ihr vorher hattet. Ich hatte euch ja erst kürzlich in einem Video gezeigt, dass ihr hier dieses Neu-Einfärben habt, was super sich eignet, wenn man viele kleinere Elemente einfärben will. Das steht effektiv nicht mehr
zur Verfügung. Das würdet ihr jetzt eher über die Funktion machen, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich finde diese Funktion auch extrem hilfreich, wenn ich Schattierungen und Highlights machen will. Das heißt, ich gehe hier über Selektieren, sage Freihand und jetzt, wenn ich zum Beispiel hier oben noch so ein bisschen ein Highlight oder eine Schattierung setzen will, kann ich das ganz einfach so machen. Das heißt, ich kann durch das ganze Design durchgehen und hier Schattierungen und Highlights setzen. Finde ich echt eine super Funktion. Es sind viele von den Änderungen, die jetzt drin sind Sachen, die euch einfach das Arbeiten per se erleichtern sollen. Ein anderer Punkt, den das Update bringt, auch im Zusammenhang eben mit der iOS 14, ist, dass auf dem iPad eine Scribble-Funktion zur Verfügung steht. Jetzt ist es aber so, dass die eigentlich nur in den Staaten und in China zur Verfügung steht, bei uns eigentlich noch nicht. Und ich habe mir hier einen echten Bein ausgerissen und dachte, das kann doch nicht sein, dass ich es nicht hinkriege. Aber dann habe ich eben gemerkt, das steht bei uns eigentlich noch gar nicht zur Verfügung. Ich sage euch aber einen kleinen quasi Hack, wie ihr das machen könnt. Ihr könnt nämlich ganz einfach bei euren Einstellungen unter Allgemein habt ihr die Tastaturen und da könnt ihr einfach eine Tastatur hinzufügen und zwar die englische USA und mit diesem einfachen Hack steht euch die Scribble-Funktion zur Verfügung. Gucken wir uns das mal an. Ich füge jetzt hier einen Text hinzu und sage Hello. Jetzt will ich da gerne eine andere Farbe haben, nämlich so. Und damit ist ja noch nicht viel anders als bisher. Neu habt ihr aber, wenn ihr jetzt da drauf gebt, gibt es ein neues Menü. Da seht ihr ganz einfach die Schriftart, die Spezifikation, dann die Ausrichtung, die ihr direkt ändern könnt, ne? Mittig oder rechts-links ausgerichtet. Und dann habt ihr auch Zugriff auf die Tastatur, löschen, ausschneiden, kopieren, einfügen, alle auswählen und auch wenn ich zum Beispiel den Text vertikal haben möchte. Wenn ihr hier drauf klickt, dann kommt ihr effektiv wieder auf das große Auswahlmenü. Aber eben diese Funktionen hier, die stehen alle direkt in diesem Menü zur Verfügung. Was es auch gibt, wenn ihr hier den Text bearbeitet, kommt hier unten so ein kleines Icon. Ich habe das ganz einfach automatisch minimiert, das könnt ihr ein- oder ausschalten. Wenn es minimiert ist, sieht es eben so aus, dass nur so ein kleiner Stift hier ist. Wenn man den anklickt, dann habt ihr rückgängig vorwärts, dann kommt ihr auch auf eine Textbox, die Tastatur, eine Umschalttaste und eben diese Stifteinstellung automatisch minimieren Sache. Und wenn ich jetzt auf den Text gehe, dann kann ich das Format nochmal bearbeiten. Und wenn ich Tastatur, dann habe ich neu hier eine kleine Tastatur und nicht immer dieses Riesenteil. Das ist schon mal hilfreich, aber eben die Scribble-Funktion ist eigentlich noch viel hilfreicher. Ich kann auf dem Text, zoom das kurz ein bisschen ran, ich kann jetzt hier ganz einfach sagen, nee, passt mir nicht, will ich nicht. Und einfach sagen, Elö der Le. Ö kennt man natürlich in den Staaten nicht, deshalb Pelodele. Aber ihr seht, so könnt ihr effektiv schreiben. Dann könnt ihr hier sagen Zeilenumschaltung. Dann kann ich hier einfach weiter schreiben. Und quasi so mehr mit dem Stift arbeiten und muss nicht die ganze Zeit hier die Tastatur hochmachen und mit der Tastatur schreiben. Das ganze Scribble, das funktioniert nicht nur hier, sondern da könnt ihr auch, wenn ihr ein Menü umbenennen wollt, funktioniert das genau gleich. Und ihr seht, ich habe jetzt
nicht per se die schönste Handschrift, aber das funktioniert hier wunderbar. Was ihr neu auch machen könnt, ist, dass ihr in einer Textbox drinne verschiedene Formate haben könnt. Vorher musste man da ja mehrere Textboxen machen oder mehrere Ebenen. Jetzt könnt ihr einfach einen Bereich markieren und sagen, ich will zum Beispiel diese Zeile will ich anders haben. Gehe hier auf die Schriftart und kann da zum Beispiel sagen, da will ich jetzt Montes. Und dann habe ich eine Schriftbox, 2 Schriftarten. Genau das gleiche mit den Schriftgrößen, das geht alles auch. Das nächste Thema ist das Quick-Menü. So sah das vorher aus. Das heißt, ihr hattet einfach 6 quasi Funktionen zur Verfügung im Quick-Menü. Und neu ist es so, dass ihr immer noch die 6 Funktionen habt, aber hier in der Mitte seht ihr Quick-Menü 1. Das heißt, ich kann effektiv mehrere Quick-Menüs anlegen. Zum Beispiel, wenn ich sage 1 fürs Kolorieren, da habe ich 6 Funktionen, die ich im Schnellzugriff habe. 1 für Textmanipulation, also alles. Das könnt ihr wirklich komplett auf eure Arbeitsweise quasi anpassen. Das ist echt eine super Sache. Was auch geändert hat, ist das Copy-Paste-Menü. Vorher war das dieses hier von wegen Ausschneiden, Kopieren, alle kopieren, einfügen, ausschneiden und einfügen und kopieren und einfügen. Ich habe es bei mir eingestellt, dass es 3 Finne sind, die ich runterziehe. Und da seht ihr jetzt, das Kopieren und Einfügen Menü sieht ein bisschen anders aus. Es ist intuitiver, auch mit diesen Icons, was man sich eher gewohnt ist. Und es gibt ja einen neuen Eintrag und das ist das Duplizieren. Das heißt, wenn ihr dupliziert, kopiert es euch quasi die Ebene und legt eine neue Ebene mit diesem Element an. Was super hilfreich ist, das ging vorher nicht. Eine weitere Änderung ist das Transform-Menü. Da haben wir hier diesen Pfeil. Und ihr seht hier vorhin, waren das die Menüpunkte oben, die sind immer noch gleich. Was neu ist an diesem Bild, die ganzen anderen Punkte sind gleich. Es ist effektiv nur hier dieses Einrasten. Vorher hattet ihr magnetisch an oder aus und jetzt habt ihr diesen Menüpunkt Einrasten und da könnt ihr effektiv sagen, magnetisch einrasten, den Abstand und die Geschwindigkeit. Das heißt, ihr könnt hier das Element, was ihr habt, viel besser platzieren. Das Einrasten ist einfach auf der horizontalen Linie und auf der vertikalen Linie, wo ihr seht diese gelben Boxen. Und das gilt nicht nur für die Mitte, sondern ihr könnt es effektiv auch hier am Rand drüben oder oben platzieren. Und wenn ihr da noch das magnetisch anmacht, dann habt ihr das auch diagonal. Was hier auch neu ist, dass wenn ihr hier auf einen der Eckpunkte geht, ihr effektiv die Abmessung bekommt und da die Zahlen eingeben könnt, was super ist. Dasselbe gilt auch, wenn ich hier auf die Rotation gehe. Auch da kann ich jetzt neu den Winkel in Prozenten eingeben. Und was auch neu ist, das wird jetzt bei dem Element nicht zu sehen machen, aber wenn ich Procreate hat das so gezeigt, sie hatten in einer Zeichnung quasi wie ein Lastwagen, der quer übers Bild war. Und wenn ich die Bounding Box, also diese Box hier ringsherum, da einfüge, dann steht zwar das Auto quer, aber die Box ist horizontal ausgelegt. Und wenn ich dann anfange zu verformen, dann kriegt es ganz komische Dimensionen. Neu kann ich die Bounding Box effektiv an mein Element anpassen und dann so weiter arbeiten. Ihr seht jetzt hier den Unterschied nicht so, weil es ein gerades Element ist, aber eben wenn ihr Sachen habt, die nicht horizontal oder vertikal in eurem Bild ausgerichtet sind, dann ist es hier auch eine super zusätzliche Möglichkeit. Wenn wir gerade bei der Bedienung sind, dann zeige ich euch auch noch kurz hier was zu den Animation-Videos. Wenn ihr unter Aktionen Leinwand habt, dann habt ihr hier den Animationsassistenten und da könnt ihr ja Sachen animieren. Bis jetzt war das so, dass ich den Hintergrund nicht ausblenden konnte, sondern da wurde halt einfach ein weißer Hintergrund hinzugefügt. Wenn ihr so eine Animation machen wollt mit einem transparenten Hintergrund, dann müsst ihr das eigentlich schon bei der Erstellung von eurem Canvas berücksichtigen. Und zwar, wenn ihr hier eine neue Leinwand macht, dann müsst ihr
beim Farbprofil hier auf dieses sRGB IEC 61966-2.1. Diese Einstellung müsste sein und bei den Zeitraffer-Einstellungen muss hier das HEVC, das muss aktiviert sein. Das müsst ihr bei der Erstellung des Canvas berücksichtigen. Wenn ihr dann etwas, was ihr animiert habt, bereitstellen wollt, dann geht ihr einfach wieder auf die Aktionen, dann bereitstellen und dann könnt ihr dann hier das als animiertes HEVC-Format exportieren und so habt ihr dann einen transparenten Hintergrund. Das hier zu den Animationsvideos. Dann auch noch ein kleiner Hinweis oder nur eine kleine Änderung bei den Pinseln. Vorher war, wenn ihr die Nassmix-Pinseleinstellung hattet, dann sah die so aus. Neu, ich nehme jetzt hier einfach irgendeinen. Wenn ich jetzt hier über den Nassmix gehe, dann habe ich hier effektiv die Unschärfe und den Unschärfe-Jitter neu als Einstellung. Die helfen, wenn ihr gerade so Wasserfarbenpinsel erstellen wollt. Das ist eigentlich die einzige Erneuerung, die ich gesehen habe bei den Pinseln. Und jetzt kommen wir zu der größten Änderung und das ist das Anpassung-Menü. Wenn wir das hier angucken, so hat es vorhin ausgesehen, so sieht es neu aus. Ihr seht, es ist ein bisschen gewachsen und es hat sich auch sonst ziemlich verändert. Was ihr nicht mehr habt, ist die Deckkraft. Wenn ihr die Deckkraft von einem Element noch anpassen wollt, dann müsst ihr effektiv auf den Menüpunkt oder auf die Ebene gehen und dann hier über dieses N da die Deckkraft einstellen. Das ist neu nur noch so möglich. Die Farbton, Sättigung und Helligkeit sind noch gleich. Ich zeige euch aber jetzt, was die größte Veränderung ist. Nämlich jeder Menüpunkt hat neu, wenn ihr drauf geht, Ebene und Pencil. Das heißt, ihr könnt sagen, wollt ihr diesen Effekt auf die komplette Ebene anwenden oder wollt ihr mit dem Pencil bestimmen, wo genau ihr diesen Effekt anwenden wollt. Pencil, gerade so, wenn ich kleine Bereiche habe, wenn ich zum Beispiel eine Landschaft zeichne und irgendwo einen Hügel habe, wo ich sage, der müsste mehr belichtet sein, dann kann ich effektiv nur den einfärben oder auswählen mit dem Pencil und den Effekt effektiv nur darauf anwenden. Das ist wirklich super. So könnt ihr noch viel besser bestimmen, eben wo diese Anpassungen auch zum Zug kommen. Was ihr eben auch seht, das neu einfärben, das ist auch weg. Dann haben wir hier Farbton, Sättigung, Helligkeit. Das ist immer noch da, das ist einfach hochgerutscht, genau gleich wie die Farbbalance und die Kurven. Die drei sind neu hier oben. Dann haben wir einen neuen Punkt und zwar ist das die Verlaufsumsetzung hier. Wenn ihr meine Videos bis jetzt angeguckt habt, dann wisst ihr ja, dass ich solche Sachen immer in verschiedenen Ebenen zeichne. Wenn ich jetzt einen Effekt hier drauf anwenden will, das aufs ganze Bild gehen soll, dann müsste das ja alles auf eine Ebene sein. Und vorher muss ich da auf die Ebenen und dann alle markieren und dann zusammenführen oder alle duplizieren und dann die duplizierten zusammenfügen. Das war halt ein bisschen umständlicher. Neu kann ich einfach das, was auf dem Canvas ist, dann gehe ich hier oben auf die Einstellungen, sage Leinwand kopieren und gehe dann auf eine andere Ebene und sage einfügen und dann nimmt es wirklich die ganzen Ebenen, aus dem das Design besteht und kopiert es und macht eine einzige neue Ebene mit diesem Bild draus. Ihr seht hier, das ist bei mir wirklich nur noch ein Bild. Und so kann ich jetzt eben auch diesen Effekt anwenden, nämlich die Verlaufsumsetzung. Jetzt sage ich Ebene und Verlaufsumsetzung klingt ein bisschen komisch, was man besser kennt, auch selbst im Deutschen, ist Gradient. Gradient ist hier Breeze, Film, Venice, Blaze, Neon, Noir, Schwarz-Weiß, Mocha. Und diese Gradients, ihr seht, die Box wird auch ein bisschen größer, die gerade jetzt hier angewendet wird. Wenn ich jetzt das Breeze zum Beispiel nehme und da drauf klicke, dann seht ihr, das hat 4 Felder. Wenn ich das Mystic nehme, das hat nur 2 Felder. Und zwar ist das die dunkelste Farbe auf meinem Bild
erhält diese Farbe, die hellste Farbe auf meinem Bild erhält diese Farbe. Und wenn ich diese Farben ändern will, kann ich hier immer noch mit dem Color Wheel quasi eine andere Farbe auswählen. Ich will jetzt aber gar nicht die bestehenden anpassen, sondern ich zeige es euch kurz, wenn ihr eine neue macht. Ihr könnt nämlich die Gradients komplett selber auch erstellen. Und zwar hier unter Plus, dann habt ihr per se einfach mal ein Schwarz-Weiß. Und dann sagt ihr beim Schwarzen, was ihr da für eine Farbe wollt, tendenziell eher ein bisschen dunkler. Und beim Hellen tendenziell eher so ein bisschen heller. Und so wird euer Design effektiv genau in diesen Farben angepasst. Wenn ihr jetzt sagt, ich will eigentlich mehr als 2 Farben, tippt ihr einfach drauf und dann habt ihr hier auch noch einen Bereich, wo ihr eine andere Farbe einfügen könnt. Und so könnt ihr auch noch weitere Farben hinzufügen. Einfach so könnt ihr komplett euer eigenes Gradient erstellen und das natürlich dann auch umbenennen. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr auf Fertig klicken und dann habt ihr das. Also ich finde das hier wirklich eine extrem coole Sache, wie man neu diese Gradients einsetzen kann. So könnt ihr quasi mit einem Design ganz viele neue Designs eigentlich erstellen. Eine weitere Sache mit diesen Menüs ist auch, na, ihr seht, das ist jetzt immer noch aktiv und ich habe das eigentlich ausgewählt, was ich haben will. Jetzt tippt ihr einmal auf den Bildschirm und dann kommt hier dieses kleine Menü. Das ist Vorschau, Abbrechen, Zurücksetzen, Widerrufen und Anwenden. Ist eigentlich genau das, was es sagt. Wo ich am Anfang ein bisschen Mühe hatte, war Vorschau. Das funktioniert nämlich so, wenn ihr drauf bleibt, dann geht das, was ihr angepasst habt, weg. Wenn ihr wieder wegnimmt, dann ist die Anpassung wieder da. Und so könnt ihr eigentlich vorher, nachher vergleichen. Aber eben, das funktioniert nicht hier auf Tippen, sondern bleibt drauf, dann seht ihr es, wenn ihr weggeht, geht es wieder weg. Das könnt ihr jetzt entweder anwenden oder eben abbrechen. Dann haben wir die ganzen Unschärfen. Die waren vorher auch schon da, das besteht immer noch. Das Rauschen, Verflüssigen und Klonen ist auch immer noch da. Hier das Rauschen und hier Verflüssigen und Klonen. Und das ist eigentlich alles, was vorher da war. Jetzt gucken wir uns, was ist jetzt noch dazugekommen, nebst dieser Verlaufsumsetzung. A ist es das Bloom. Ich nehme jetzt für das Bloom extra ein Design, wo ich eher dunkler bin und einen sehr hellen Bereich habe. Dann kommt es noch ein bisschen besser zur Geltung. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf das Bloom, sage auf die ganze Ebene und jetzt passiert eigentlich noch nichts. Was ihr jetzt macht, ist quasi mit dem Rüberstreichen, seht ihr hier, ist der Grad von diesem Bloom wird jetzt definiert. Also wie stark soll dieser Bloom sein? Ich gehe jetzt mal auf 25% und ihr könnt immer noch hier unten die Intensität von diesem Bloom auswählen, die Größe, das heißt, wie stark ist dieser Glow-Effekt quasi, wie verteilt der sich und dann auch den Übergang zwischen den einzelnen Elementen. Ihr seht jetzt, wenn ich die Intensität ein bisschen runternehme und den Übergang runter, dann sind die einzelnen Elemente besser erkennbar. Wenn ich den Übergang quasi runternehme, dann ist es wird immer mehr zu einem Fleck. Und so könnt ihr quasi einzelne, also die Highlights eigentlich von einem Element zum Strahlen bringen quasi. Ist gerade für Halloween natürlich eine extrem coole Sache, aber auch sonst. Eine weitere neue Option ist Störung. Die Störung ist eigentlich mehr bekannt als Glitch-Effekt. Und vielleicht habt ihr jetzt schon das Aha-Erlebnis, weil Störung klingt irgendwie komisch. Aber naja, Glitch-Effekt hier, Störung, Ebene. Auch hier muss ich zuerst definieren, wie hoch dieser Prozentsatz hier sein soll von diesem Glitch. Und dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Ich bin jetzt auf Artefakt und da kann ich die Stärke definieren, die Blockgröße und den Zoom. Dann gibt es eine Option Welle. Da kann ich die Amplitude mit dieser Verzerrung rechts-links,
oder dieser Welle quasi, die dann drinnen steht. Ich kann die Frequenz definieren und ich kann den Zoom von diesem Glitch-Effekt quasi definieren. Und so könnt ihr gerade so mit Schriften extrem coole Sachen erstellen. Dann gibt es noch Signal. Da haben wir, das ist eigentlich quasi wie früher beim Fernseher, wenn der gesagt hat, ne, kein Signal. Das hat so diesen Effekt, das heißt die verschiedenen Farben, und da könnt ihr dann auch mit Stärke, Blockgröße und dem Zoom auch spielen. Und das letzte, die vierte Option, ist Divergieren. Da haben wir die Rotverschiebung. Ich habe jetzt hier kein allzu starkes Rot, deshalb erscheint das in Schwarz. Die Grünverschiebung, die Blauverschiebung und das Ganze logischerweise auch mit dem Zoom. Das ist der Glitch-Effekt, wo ihr da so ein bisschen mitspielen könnt. Dann haben wir hier die Option Steuerraster. Das sind im Moment zwei Ebenen. Ich habe den Panda und den Kreis unten, weil ich da euch was zuzeigen will. Ich gehe jetzt auf Ebene und bin eben auf dem Panda und sage, ich drehe das jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Und ihr seht, jetzt wird das Ganze gepunktet, und zwar so, dass es über meine Zeichnungslinien drüber hinausgeht. Das heißt, deshalb rate ich euch an, wenn ihr das machen wollt, dass ihr wirklich bei den Elementen zuerst die Alpha-Sperre reingebt, und dann passiert das nämlich nicht mehr. Das heißt, ich bin jetzt wieder auf dem Panda, gehe wieder hier auf den Steuerraster, auf die Ebene, und jetzt kann ich den hochdrehen. Und ihr seht, der bleibt jetzt wirklich innerhalb von den vordefinierten Linien. Da eben könnt ihr quasi definieren, wie stark ihr den haben wollt. Da soll das nur ganz wenig sein, dass man es fast nicht sieht, oder wollt ihr da wirklich komplett alles gepunktet? Ich denke, das ist ein Effekt, der Sinn macht, wenn man den eher dezent einsetzt. Natürlich je nach Design, nach dem Design und was ihr damit erzielen wollt. Das ist vollfarbig, dann gibt es Bildschirmausdruck. Auch hier könnt ihr damit spielen, dass wirklich nur wenig oder dann immer mehr so quasi diese Körnung hat. Und das Ganze könnt ihr dann auch mit Zeitung machen. Da wird es dann halt einfach schwarz-weiß. Also wenn ihr irgendwelche Farben drin habt, die werden dann schwarz-weiß, und dann habt ihr ja effektiv so quasi diesen Zeitungseffekt drauf. Das ist das, was ihr mit dem Steuerraster machen könnt. Dann haben wir hier noch eine Erneuerung, das ist die chromatische Aberration. Geht auf die Ebene und dreht das hier kurz ein bisschen hoch, damit es dann auch ersichtlich wird. Ich hoffe, ihr kennt es. Hier werden jetzt zusätzliche Farben quasi eingefüllt. Und ich bestimme mit diesem Punkt quasi, in welche Richtung das geschehen soll. Und dann kann ich mit dem Übergang auch noch arbeiten und mit der Abnahme und da quasi das so verschieben, bis es für mich passt. Bei der Perspektive eben mit diesem Punkt, wo ich mit dem quasi definiere, von welcher Perspektive her das geschehen soll. Beim Verschieben sieht jetzt so aus, als ob da gar nichts passiert wäre. Beim Verschieben macht ihr es effektiv so, dass ihr da mit dem Stift drauf geht, und dann könnt ihr diese drei quasi Ebenen so weit verschieben, wie ihr das gerne hättet. Sieht auch aus wie ein kleiner LSD-Trip, aber naja, das sind die Möglichkeiten mit dieser Funktion. Jetzt eine weitere extrem coole Sache ist das Referenzfenster. Und zwar könnt ihr hier auch wieder über die Aktionen gehen, und wenn ihr da auf die Leinwand geht, hat es neu die Referenz. Wenn ihr die anklickt, dann habt ihr hier drei Sachen. Einerseits die Leinwand, und das ist effektiv, hier wird die komplette Leinwand, die ihr habt, in diesem kleinen Fenster angezeigt. Ihr könnt das Fenster hier
manchmal ein bisschen schwierig, das haptisch zu greifen, aber das könnt ihr da platzieren, wo ihr das gerne haben wollt. Ihr könnt effektiv hier reinzoomen und wieder rauszoomen. Und was das Coole ist, wenn ihr jetzt auf dem Canvas da reinzoomt und hier irgendeine Veränderung vornehmt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier so irgendwie versuche, ein Highlight zu setzen, dann ist es immer so ein bisschen schwierig zu erkennen, was für einen Effekt hat das. Sieht das gut aus oder sieht das nicht gut aus, wenn ich so reingezoomt habe. Und da habt ihr jetzt effektiv das Fenster hier, wo ihr dann seht, nee, das sieht jetzt echt irgendwie doof aus. Oder eben, es sieht gut aus, positiv gesehen. Und so könnt ihr quasi dieses Referenzfenster wunderbar verwenden, um die Übersicht zu behalten, wenn ihr hier irgendwo reinzoomt und irgendetwas bearbeitet. Das andere, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt auf Bild gehen und dann könnt ihr hier ein Bild importieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Bären zeichnen wollt und einfach in der Grundstruktur, wie der aussieht, wie die Proportionen sein müssen, dann könnt ihr hier wirklich das Bild als Referenz behalten und hier auf eurem Canvas arbeiten. Das ist wirklich eine super Sache. Vorher war es ja immer so, dass ihr quasi die Option hattet, hier den Screen zu splitten und hier drüben eure Fotos anzuzeigen. Da hattet ihr aber einfach das Thema, dass ihr das Color Picking nicht hattet, weil es ein Menü war außerhalb von eurem Canvas. Die andere Option war, dass ihr einfach auf einer Ebene das Foto ablegt und das irgendwo platziert. Aber wenn ihr da mit Zoom gearbeitet habt, dann ist es immer wieder verloren gegangen und ihr müsstet wieder raufzoomen, um zum Beispiel da die Farbe von zu nehmen oder das überhaupt zu sehen. Und hier habt ihr wirklich das schön in einer Box drin. Da könnt ihr auch das Color Picking machen. Das funktioniert alles echt super. Hier jetzt einfach als Beispiel. Ich habe ein Bild importiert und da kann ich jetzt sagen, hier Color Picking und gehe mit dem hier auf den Sand und dann kann ich hier genau mit dieser Farbe weiterarbeiten. Also hier funktioniert es wunderbar eben auch mit diesem Color Picking. Das letzte Gesicht ist so eine Spielerei. Ihr werdet sicher diverse Videos sehen, wo das dann gezeigt wird. Und wenn ich hier Gesicht drücke, dann habe ich effektiv, ihr seht jetzt quasi, ich hänge jetzt hier quasi unter der Kamera, aber ihr seht, das kriegt dann so eine weiße Maske quasi. Und alles, was ihr jetzt auf dem Canvas zeichnet, kommt dann effektiv auf euer Gesicht drauf. Also ihr könnt Fotos einfügen oder ihr könnt hier effektiv zeichnen. Und hier wird dann auch angezeichnet, wo ist die Nase, wo ist der Mund, wo sind die Augen und dann könnt ihr quasi ringsherum zeichnen und dann, ja, wird es effektiv dann auch auf eurem Gesicht angezeigt und so könnt ihr ein Video aufnehmen oder ein Foto von machen, ja, wie auch immer euch das gefällt. Ist jetzt nicht was ich sehr wahrscheinlich anwenden werde. Und das sind eigentlich auch schon die ganzen Funktionen, die ich euch zum Procreate 5X Update zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt da eine gute Übersicht gewonnen, was für Möglichkeiten ihr mit diesem Procreate 5X Update habt und dass ihr da auch Lust habt, das wirklich auch auszuprobieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die mir auch unten in die Kommentare reinschreiben und ich werde versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte wie immer, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!